Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder live, hätte ich was gesagt, aus dem Frankfurter Flughafen Gate A38. Heute geht es nach Helsinki weiter, nachdem wir den Stammtisch in Frankfurt und München hatten. Themen, die ich für euch frisch gepresst habe. Ach ja, mein Name war Lars Korsten, das ist wisst. Die Mitteldeutsche Flughafen AG macht einen Vorstoß, dass man eventuell neue Modelle für die Ostflughäfen haben möchte, also ostdeutschen Flughäfen. Namentlich wäre das dann zum Beispiel Leipzig, Halle und Dresden. Weiter geht es dann mit der TSA, die überwacht eure Reflexe. Also das heißt, wenn ihr durch die Sicherheitskontrolle geht, das gilt übrigens wahrscheinlich auch in Deutschland oder kongruent weltweit, warum übermäßiges Gähnen zum Beispiel gefährlich ist. Ich, der ich heute müde bin, 3 Stunden oder 4 Stunden geschlafen habe und laut gähnt, ich war in Gefahr anscheinend. British Airways führt elektronische Meal Ordering in den Club World ein, was an sich keine Meldung wert ist, aber der Grund, warum man es macht, ist schon etwas irritierend und es ist nicht, um es einfacher für den Gast zu machen. Dann hat die Lufthansa für die 787-9 anscheinend einen Durchbruch. Carsten S. aus Emmen, Name der Redaktion bekannt, nicht geändert, hat in Kairo auf einer Veranstaltung gesagt, da gibt es jetzt bald was Neues. Man rechnet, ich sage euch bis wann, dass da mehr Sitze in der Business Class benutzt werden dürfen in Allegris. Und Iberia führt BA-Style Family Accounts ein, heißt also Family Pooling für bis zu 7 Leute. Ihr denkt dann wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like zu lassen, aber auch zu kommentieren, kommt aufs Cool, ihr kennt das Spiel. Ja, das erste Thema ist natürlich ein Thema für die mitteldeutschen Flughäfen, weil wir hatten ja lange darüber philosophiert, was passiert mit den Flughäfen, weil die unterproportional natürlich im Vergleich zu anderen Flughäfen in Deutschland sich an die Zeiten vor Covid ranrobben. Und es wird daran gearbeitet, neue Flugverbindungen ohne staatlichen Hilfen über regionale Wirtschaftsmodelle zu sichern. Das wäre eine Möglichkeit. Vorbild ist halt Paderborn, der Sky Hub. Und der hat seit 2025 die Anbindung an München. Also insofern da eine Möglichkeit, dass man zumindest ein bisschen Passagiere bekommt. Hintergrund ist natürlich, Airlines haben Strecken gekürzt oder drohen sie zu streichen. Leipzig-München ist eine der Strecken. Der Flieger, mit dem ich heute geflogen bin, der ist Dresden-Frankfurt geflogen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und dann von Frankfurt nach München und mit München bin ich dann nach Frankfurt geflogen. Also alles natürlich dann, was die Lufthansa dann so streicht. Die Bundesregierung hat ja angekündigt, die Luftverkehrssteuer zu lockern. Und deshalb bleibt auch die Strecke Dresden-München im Sommerflugplan 2026 erhalten. 1100 Unternehmen wurden befragt, Bedarf ja, aber keine klare finanzielle Zusage für konkrete Strecken. Na gut, muss man jetzt ehrlicherweise auch sagen, wie sollen das kleine Unternehmen oder Unternehmen im Mittelstand dann noch wuppen, zusätzlich mit den Kosten, die sie schon haben. Sachsen und Sachsen-Anhalt ziehen sich bis 2030 vollständig aus der Finanzierung der MF AG, also der Mitteldeutschen Flughafen AG, raus. Und was bedeutet das? Das heißt also, dass die Ost-Airports gucken müssen, wie sie jetzt überleben können. Und die Frage natürlich ist ganz klar, wenn halt der ökonomische Druck auch steigt, dass Lufthansa zum Beispiel Strecken einfach nicht mehr fliegt und sagt, nö, machen wir einfach nicht mehr, ist halt so, ist die Zuschauerfrage natürlich logisch, welche Strecken wären realistisch, wenn Unternehmen tatsächlich das selbst finanzieren würden und könnten solche Modelle natürlich langfristig tragfähig sein und vor allem brauchen wir diese ganzen Flughäfen, wäre es vielleicht nicht sinnvoller, die Deutsche Bahn AG mal ein bisschen wieder auf Vordermann zu bringen. Das nur so als Hinweis. Das zweite Thema, was ich vorbereitet habe, ist die TSA. Die achten auf eure Zeichen und gucken, was ihr so tut. Und die nutzt halt das SPOT-Programm, Screening of Passengers by Observation Techniques. Das macht übrigens die Israelis, der Mossad und alle, die machen das auch, so dass es also dieses Verhaltensanalyse und so weiter. Aber die TSA hat halt so Folgendes gemacht. Die suchen Stress, Angst oder Täuschungsmerkmale. Und Gähnen ist anscheinend ein übermäßiges Täuschungsmerkmal. Bei mir heute eigentlich nicht, weil ich bin halt, wie ich sagte, müde, habe mich aus dem Bett gequält. Ich glaube, der Stammtisch ging bis 2:30 Uhr und bin ich dann eingeschlafen bin, war 3 und dann bin ich aufgestanden um 7:45 Uhr oder so. Also ihr seht nicht wirklich. Dann als nächstes ist es so, dass die TSA-Dokumente auch sagen, dass übermäßiges Schwitzen, unpassende Kleidung, also Hawaii-Outfit für einen Alaska-Flug, wobei man kann ja auch aus Hawaii kommen, um nach Alaska nach Hause zu fliegen, aber gut, hey, solche Sachen. Dann zum Beispiel viele Prepaid-Karten, dann Panzerband, solche Sachen, die man halt normalerweise nicht im Gepäck hat, das sind falsche oder auffällige Items, wie gesagt.
Dann wird man gefleckt und dann gibt es eine intensive Befragung. Zusätzlichen Check, eventuell Privatscreening, das ist das, wenn die Kabine aufgemacht wird, der Vorhang aufgemacht wird und ist dann hinter den Vorhang. Und es ist halt so, der TSA Pre-Check minimiert die Risiken, weil die keine Spot-Beobachtung da haben. Also das heißt, wer von euch einen Global Entry hat, der hat da natürlich einen Vorteil. Aber denkt dran, gähnt nicht so viel wie ich heute Morgen. In München ist alles glatt gelaufen, also kein Problem. Wobei man aber ehrlicherweise sagen muss, dass dieses Spot-Programm umstritten ist, weil wissenschaftlich ist es halt sehr, sehr schwach belegt. Basiert eher auf, ich will nicht sagen Voodoo, aber ist wohl so. Es wird auch weiterhin genutzt und es ist halt das einfach, so wie bei mir, eine harmlose biologische Reaktion wegen starker Übermüdung. Und nein, ich möchte von meiner Mutter jetzt wieder keine Nachricht kriegen, warum hast du schwarze Augen? Ich war am Stammtisch, habe wenig geschlafen, so einfach ist die Lösung. Dass man da halt dann auch falsch gefleckt wird. Aber so wisst ihr und könnt das einordnen. Oder werdet ihr dafür und sagt, der Spot macht ja gar keinen Sinn. Oder setzt die TSA trotz Kritik weiter auf diese Verhaltensanalyse. Weil zum Beispiel, was viele Leute gar nicht wissen, wenn die nach Israel fliegen zum Beispiel und wieder nach Hause, ist auf dem Rückweg zum Flughafen die erste Kontrolle schon ein paar Kilometer vor dem Flughafen über Videoüberwachung. Da wird in die Autos reingescannt und geguckt, da gucken Leute halt sich die Fahrer und die Mitfahrenden an und schauen da, inwieweit da Verhaltensauffälligkeiten sind. Also ihr seht, ist jetzt nicht so unbedingt ein Phänomen, aber da sind halt dann auch nicht viele Gähnen wahrscheinlich oder so, was die da gucken. Ja, eine Verbesserung bei British Airways ist das Electronic Meal Ordering System in der Club World. Finde ich das angenehmer. Du brauchst entweder nicht rumrennen, Call-Button, und so ist es ja auch so, dass die weniger gelaufen ist. Das heißt, normal, wenn du einen Call-Button drückst, kommt vorbeigelaufen, fragen, was du willst, lauf wieder zurück, holen das. Also das heißt, wird 4-mal gerannt. Du kannst direkt sagen, was du haben willst. Und dann ist das direkt beim ersten Mal direkt da. Und das Programm heißt auch, weil es auf dem iPhone installiert ist, iOrder. Und es soll halt laut BA eine schnellere Bestellung machen. Aber was halt wirklich wichtig ist aus meiner Sicht, was wir wissen sollten, sie wollen uns auch besser überwachen, zu unserem eigenen Zweck und eigenen Vorteil. Denn man hat dort die fehlende Übersicht über die Popularität von einigen Gerichten und möchte so die Catering-Ladekunden anpassen, weil viele Leute beschweren sich, und zwar 20.000 Meldungen zur falschen Meal Ratios gab es alleine im letzten Jahr 2025 ja British Airways. Und das System ersetzt halt das alte analoge System Pen and Paper, also Stift und Papier. Das Tool ist aktuell leider limitiert. Man kann halt auch nicht eingeben, was man für Präferenzen hat, dass man sagt zum Beispiel no Fish, no Dings oder Bums kein Usual. Und natürlich auch gibt es für die Flugbegleiter keine Hinweise auf Vereinbarung oder für uns auch Vereinbarung. Ich denke mal, dass so eine Pre-Order-Funktion, wie sie 2020 bei BA möglich war oder davor, wäre wesentlich besser. Ich hoffe mal, dass das System besser funktioniert als das, weil du hast 2016 oder so an die Androids eingeführt worden sind bei Emirates für die Electronic Meal Ordering, die ja dann nicht wirklich funktioniert haben, weil die Geräte sich nicht eingeloggt haben, Bestellungen auch merkwürdigerweise irgendwie verloren gegangen sind, keiner weiß, wo sie in Nirvana gelandet sind. Und deshalb ist das jetzt so ein iPatch, aber ich denke mal, dass so Pre-Order, wie es bei Finnair habe ich Pre-Order zum Beispiel, American Airlines habe ich Pre-Order, was leider nicht immer ganz funktioniert, aber was halt nicht jeden Flug ordern kannst. Aber das wäre in meinen Augen wesentlich besser, dass man dann halt wirklich nicht vor verendeten Tatsachen an Bord sitzt und sagt, ja, wir haben nur 3-mal das oder 2-mal das oder wie auch immer, dass man von vornherein das direkt dann so lädt, wie die Leute das haben wollen. Also wäre das Pre-Ordering eine bessere Lösung oder würde BA das überhaupt umsetzen wollen als Frage. Ja, dann auf Lufthansa Hausen, die 787-9 ist ja schon ein Running Gag, dass da nur 4 Plätze von den 28 benutzt werden können, aber die fehlende FAA-Zertifizierung ist wohl bald in trockenen Tüchern, zumindest für große Teile der neuen Allegris Business Class. Laut Carsten S. aus M. ist man nur wenige Tage, Zitat, nur wenige Tage, Zitat Ende, von einer positiven Lösung entfernt. Möglicherweise dauert die volle Freigabe aber dennoch einige Monate. Auch Boeing berichtet über die Probleme mit den Sitzen und aufgrund neuer Zulassungsvorschriften. Die sagen aber auch, dass es nicht nur die FAA, sondern auch die EASA, die da Probleme bereitet. Aber wäre halt ein guter Move, wenn halt die 787er Business Class jetzt endlich freigegeben werden, damit die Lufthansa dann mal auch wieder Geld verdienen kann und nicht rumheulen muss. Wobei ich es ja ehrlicherweise auch
eine never-ending Story ist, aber ist auch mal schön, wenn die Geschichte zu Ende ist. Ja, wird die Allegris wirklich vor dem Sommer voll freigeben oder zieht sich das bis Herbst 2020 oder noch länger? Weiß man es genau? Und was passiert mit der 777 X9 oder Quatsch, nein, 777 9 oder 777 X, so ist richtig. Haben die das da im Griff? Ich bin mal gespannt. Gute Nachrichten gibt es auch von den Freunden aus Iberia. Da wird jetzt BA-Style Family Account eingeführt. Heißt also, man kann bis zu 7 Mitglieder gemeinsam Avios im Haushalt sammeln lassen. Schnellerer Zugang zu den Premiumflügen, wenn man halt im Haushalt Leute hat, die weniger fliegen. Und da hat man also einen Admin oder einen Family Head oder so und hat dann 6 Mitglieder. Die Mindestbindungsdauer sind 12 Monate. Die Avios werden proportional abgezogen. Es gibt keine Verjährung. Wenn jemand zum Beispiel einen Silberstatus hat, also Silber Plus hat, funktioniert unabhängig vom Relationship-Status. Also muss nicht Friends, Couples, Kids oder Family sein. Und extrem interessant ist es halt wirklich, wenn man halt so in dem ganzen Universum da sammelt, bei BA, Iberia, Aer Lingus, Qatar, Ökosystem ideal, wenn einzelne Personen halt einfach nur eigene kleine Konten haben, da kann man die Meilenpunkte, also die Avios, wie sie heißen, dann abpumpen und dann benutzen. Ja, kann man BA und Iberia Family Account strategisch kombinieren, um noch schneller Upgrades zu bekommen. Macht ja Sinn, ne? Das ist eigentlich eine Frage, die selbst erklärend ist. Ihr dankt dann wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und ein Like dazulassen. Und ihr könnt ja, wenn ihr wollt, die Frage des Tages beantworten. Natürlich die Hansens Frage ist ja ganz klar. Wann wird die Allegris Business Class in der 787-9 komplett freigegeben und dann natürlich mit der TSA, mit dem Spot-Programm. Findet ihr das übermäßige Schwitzen oder mein Gähnen heute war das in irgendeiner Art und Weise ein Zeichen für schlechte Intentionen. In dem Sinne, bis dann, viel Spaß und ich muss mal gucken, hier, Boarding geht in 25 Minuten los. Gucken wir mal, wie schnell das Internet ist, ich kriege es hier ja hochgepumpt. Also insofern, viel Spaß euch, bis zum nächsten Mal.